und der erste Tag der NYC Grill Tour. Wir sind bei Six Flags Great Adventure angekommen. Weltweit zweite Vekoma Super Boomerang. Skull Mountain. Ein wunderschöner Zierer. Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße nach Dexter. Aber zwei tapfere Krieger müssen in die Schlacht ziehen und Joker fahren. Caramba! Wir sind uns aber alle einig, dass das absurd, verrückt, geisteskrank und nicht mehr von dieser Welt ist, wie sie waren. Hallo. Wir sind Plus Parks Goldpass, wir machen ein Foto und wir sind dabei. I Play America. Ja. Seid ihr es gibt einen Schwarzkopf-Blumen? Hier, wir haben irgendwie mehr Tickets gekauft, als wir brauchen, deswegen haben wir weniger bezahlt. Logisch. Schön. Da die Achterbahn, hier das Meer, da hinten New York City. Ich glaube, hier hat das schon länger nicht mehr geschneit. Jenkins irgendwas, Pier Park oder so hat Lukas eben gesagt. Ach, Hallo. das S in SBF steht für Qualität. Ja. Komm mit! Das ist ja toll. Macht ja Spaß. Habt ihr gehört? Kommt da hier hin. Geh mir nicht auf den Sack. Du hörst einen Schrei aus dieser Halle kommen. Und das ist einfach die Zeit deines Lebens. Ja. Ja, aus dem Mund gesprochen. Was? Ich bin auch Moritz und ich bin auch 20 Achterbahnen gefahren. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio-Video-Magazin und einem neuen Video unsererseits, einem neuen On-Tour-Vlog und der erste Tag der NYC Grill Tour. Mein Gott, wir sind in New Jersey. Wir haben gestern gestartet mit New York. Hätte ich jetzt auch gedacht. Okay. Warte. Wir haben gedacht, das sind Treppen. Und das ist. Aber hier sind auch keine. Hä? Hier ist so ein Computerraum, das sieht ja nicht aus, ne? Ja, aber wenn es brennt, wie kommst du denn jetzt hier weg? Muss ich erstmal eine Konferenz machen. Und schon wieder bringt die Frau mich komplett aus dem Konzept. Jetzt haben wir natürlich auch den Wagenschlüssel, sonst hätten wir schon mal Eis holen können. Ja. Dann erledigen wir das schon mal. Also New York City, New York State und sind wir noch woanders durchgefahren. Auf jeden Fall sind wir jetzt in New Jersey und holen mal eben den Wagenschlüssel. So, wir haben den Fahrzeugschlüssel von unserem Dodge Durango. GT. Das war das größte Fahrzeug, was wir mieten konnten, was es jetzt bei Alamo am JFK überhaupt gab. 7-Sitzer ist auch, glaube ich, ganz wichtig und wir sind zu 5 unterwegs, das habt ihr in dem vergangenen Video auch gesehen. So, in diesem unfassbar modernen Aufzug sind wir. Unser Zimmer auch geil, das haben wir gestern gezeigt, aber was ich nicht gezeigt habe, man kann durch die Wand rausgucken. Sehr schöne Steckdose in der Wand, beziehungsweise ist da keine Wand mehr. Und wir hatten das in England mal, da haben sie ja die Tapete mit Tackernadeln wieder an der Wand festgemacht. Haben sie hier nicht gemacht, aber weil das nämlich auch... Ich werde nur unterbrochen und alle denken jetzt wieder, boah, ist der dumm, kann nichts erzählen, ey. Wir laufen hier lang und irgend so ein random Dude schreibt so, guck dir nach dem Frühstück, was? Ja. So, wir sind schon ready, deswegen machen wir eben die Kühlbox ready, packen da das Eis rein. Brauchen wir heute nicht unbedingt, aber man muss ja schon mal ein bisschen was vorkühlen. Und heute gibt es direkt schon einen großen Freizeitpark, aber dazu gleich mehr. Jo, unser Hotel hat hier einen super coolen Außenbereich mit einem Schachbrett, also ein bisschen großes, ein Pool und eine geile Lounge-Area. Wir waren jetzt gerade beim unfassbar guten, super leckeren US-amerikanischen Frühstück. Und der Typ, der uns eben da wegtackeln wollte und uns gefragt hat, ob wir frühstücken wollen, er kommt dann mit und muss die Tür aufmachen. Er hat da irgendwie so einen Special Key. Ich weiß nicht, ob das mit der Zimmerkarte... Zimmerkarte geht auch. Ja, aber er hat uns abgefangen und hier hingebracht. Ja, aber hier gibt es sogar Towels. Und Handtücher auch direkt. Ab zum Auto und heute geht es nach Six Flags Great Adventure. Da waren wir 2018 und ein Teil der Gruppe war da auch schon, ein Teil der Gruppe war da noch nicht. Jetzt auch.
Fuß auf der Bremse. Hab ich? Neutral. Kannst auch nach hinten gucken. Aber. Ja, Handbremse ist auch noch angezogen, ne? Oder kann man die nicht lösen? Links reindrücken. Auftreten. Ja. Auftreten? Das macht übrigens einiges beim Fahren einfacher. Das ist ja lustig. Ja, links. Aber was machen wir jetzt hier? Ja, Wie das aussieht, wenn er das ist. Wir sind bei Six Flags Great Adventure angekommen. So, ich versuch mal mein Glück. Denke ich. Geiler Fakt gestern noch, den Bartowski uns noch mit rausgehauen hat. Unser Hotel, wo wir übernachten, liegt in der Mitte zwischen zwei Airbases. Air Force Bases, Basen. Das ist schon cool, aber eine davon ist die, wo damals die Hindenburg abgestürzt ist. Das ist wirklich crazy. Und ja, jetzt sind wir bei Six Flags Great Adventure am Parkplatz. Crazy Coaster Skyline seit kurzem Jahr King Dakar, die höchste Achterbahn der Welt, nicht mehr vor Ort. Es kommt was Neues. Es gibt hier auch Neues. Das, was neu kommt, wird auf jeden Fall interessant. Und man sieht hier schon was Neues. Also man kann es erahnen, es guckt ein bisschen oben raus. 2025er Neuheit, der Super Boomerang von Vekoma, habe ich richtig Bock drauf. Haben sie, glaube ich, letztes Jahr, vorletztes Jahr einen in China eröffnet. Und jetzt gibt es die nächsten. Ja, Superman Ultimate Flight, B&M Flying Coaster. Das wird wild heute. 13 fahrbare, also es gibt 13 Achterbahnen, die man hier fahren könnte. 2 fehlen uns. Schauen wir mal, was der Tag so bringt.
So, Leute, wir sind reingesteppert und Rope Drop direkt bei der ersten Achterbahn. Flash Velocity Coaster oder so. Six Flags ist ja nicht so gut da drin, sich andere neue Namen mal für seine Achterbahn auszudenken. Aber sie haben sich mal eine neue andere Achterbahn in den Park gestellt. Der weltweit zweite Vekoma Super Boomerang. Geil, richtig geil. In der gleichen Farbkombi, glaube ich sogar, mit dem gleichen Layout in China, Jahr vorher eröffnet oder 2. Multi-Launch-Coaster mit Inversionen auf einem sehr kleinen Footprint. Beleuchtung am Zug kann man gerade nicht sehen, weil es mal wieder total grell und hässlich ist. Es ist wirklich, ich kann das nicht mehr. Aber Onboard-Sound, der richtig geil ist, der Soundtrack ist richtig geil, aber Vekoma ist eine Firma aus den Niederlanden, also in die Richtung geht das Ganze, das passt mega zur Bahn. Mein Speaker am Kopf leider am Knarzen, bei euch auch, also Bass hat das Ding. Aber da hat irgendeiner mal zu viel Bass oben drauf gelegt, glaube ich, und nicht auf den Subwoofer im Zug. Den Zug haben wir euch bei Vekoma auch schon mal intensiv vorgestellt. Und ich bin fertig mit erzählen, weil wir müssen jetzt hier ein Foto machen. Also 3 von uns müssen auf jeden Fall hier ein Foto machen. Nein. Monorail service is still experiencing 5 to 10-minute delays though. Zusammen so. Wir sind The Dark Knight gerade gefahren, das ist die Wilde Maus, durften uns erst einmal die Pre-Show angucken, die super langweilig ist, es war einfach nur ein Film läuft und es war auch sonst keiner da. Es war auch keiner vor uns und dementsprechend war auch keiner in der Station und keiner wollte fahren. Haben da so einen Haufen Operator überrascht, die in der Station gechillt haben danach. Das ist eine Mud Rides Wilde Maus, die aber, komplett Indoor ist und viel Szenerie hat. Das haben wir euch in der letzten USA-Tour auch gezeigt, in Six Flags Great America. Voll cool an sich, aber da fehlt halt einfach gerade komplett alle Soundeffekte und die Musik und das ist doch sehr, sehr wichtig und sehr ausschlaggebend gewesen, damit die Fahrt richtig cool ist, weil jetzt halt sehr dröge. Es hat auch keiner irgendwo da drin rumgeschrien, also es war sehr still. Und gegenüber sind wir gerade in Batman The Ride reingestolpert. B&M Inverted Coaster, Batman Layout, Standard Coaster. Auch komplett Walk-on, direkt in den Zug quasi rein. Und jetzt meine ich, gehen wir zu Nitro. Habe ich das richtig? Okay, ich sag euch nicht, wo wir jetzt hingehen, weil es dann immer falsch ist. Wir fahren, was zuerst auftaucht, ich sehe Skull Mountain als erstes. Nein, da rechts. Der Kitty. Okay. 13 Achterbahnen hier, eins nach dem anderen ploppt hier gerade auch auf. Aber es wäre schon ganz okay, erstmal die coolen Sachen zu fahren. Der kleine Devil. Aber ist der kleine Devil auf? Es geht Schlag auf Schlag, Leute. Da kommen wir ja nicht hinterher. Das ist ja hier ein Sprint durch den Park. Little Jersey, Little Devil, Mini Devil, wie hieß das?
Coaster. Nee, Der kleine. Devil Coaster. Junior, ja, sind wir gerade gefahren, also mussten wir nicht nochmal fahren, aber andere, wir sind einfach mitgefahren aus Gag zur Perle SCD80. Dann sind wir direkt rüber zu Nitro, B&M Hypercoaster, richtig geil. Vibriert in den Tälern stark und so, aber ich mag die Teile. Und jetzt geht's wild weiter, Jersey Devil Coaster, RMC Single Rail Coaster, ein großer. Ich bin sehr gespannt. Okay, das dauert noch einen Moment. Erste Bahn des Tages, bei der man einen Locker nehmen muss, wo man das Zeug, also auch die Fanny Bags und so, nicht in die Station packen darf. Das sind Restrooms. Ah, der Lift ist auch so schön leise. Das ist ja angenehm. Also das ist jetzt vergleichend mit Joy im Walibi Holland, die ja dieses Jahr neu aufgemacht haben. Und Jersey Devil Coaster ist jetzt auch nicht so alt. Wir feiern ja diese kleinen RMC Single Rail Coaster. Die sind richtig, richtig stark. Das weiß ich noch nicht, bin ich gespannt. Ich habe halt auch viel Negatives gehört und wir haben jetzt etwas negativere Erfahrungen aus Holland. Da liegt ein Rucksack im Busch, wenn man sich den locker sparen möchte. Ich mag das nicht, wenn das dann so mal ja, mal nein, ne? Aber lieber, naja, ist ja gar nichts. Jersey Devil Coaster gefahren. Auch wieder, wir haben einen Zug gewartet, nachdem wir den Locker hier für 2,50 $ für einmal lockern genommen haben. Hat uns alle nicht so abgeholt, ist cool, macht Spaß, sehr viele hohe positive Gs, aber irgendwie weiß ich nicht. Müssen wir mal ein einzelnes Review ordentlich in Ruhe mit drüber sprechen, wie über die eine oder andere Achterbahn hier natürlich auch. Wie fandet ihr die Bahn? Sehr rappelig. Die Kleinen sind auf jeden Fall besser. Also nichts sagt. Ich fand's vorne ein bisschen zu viel. War ein bisschen doller auf den Oberschenkel. Wie fandst du die Bahn? Spaß gemacht. Da ist ein Spaß. Du fandst sie jetzt gut? Ne, war okay, ja. Nein. Ja, ich finde das hier so eine Bahn. Guck mal, der Zug ist 80 Meter lang. Wie soll ich die nach der einen Sitzposition bewerten? Hat er recht? Wir haben ja Season Cups von Six Flags und Cedar Fair und auf der Tour machen wir Parks von beiden Gruppen. Aber ich habe den falschen mitgenommen heute in den Park. Also wir haben beide im Koffer. Das Problem ist, auf dem von Cedar Fair steht auch mittlerweile Six Flags irgendwas Corporation. Und das habe ich nur gesehen und habe den mitgenommen. Naja, regt mich sehr auf, aber ist jetzt so. Ach so, ja. Und deswegen habe ich jetzt Wasser geholt, denn in diesen amerikanischen Parks kann man an allen Stationen, wo es Getränke gibt, eigentlich Leitungswasser kostenlos bekommen. Man bekommt dann so einen Wegwerfbecher, so einen kleinen, und da kann man das dann entweder von dem Operator abfüllen lassen, der da arbeitet, oder an diesen Refill-Stationen, wo man selber refillen kann, gibt es immer so einen kleinen grauen Knopf für Tapwater und da darf man das dann zapfen. Kostenlos. Man muss dafür Chlor mögen, weil man weiß ja Bescheid, hier in den USA ist ja Leitungswasser komplett verchlort, damit es überhaupt trinkbar ist. Aber besser als nichts und es ist immer eiskalt. Wir fahren jetzt, glaube ich, Sky Mountain, hast du gesagt, heißt das? Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ist eine Achterbahn, die Indoor ist. Von? Ich glaube Intermin, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Wie fanden Sie denn gerade die Bahn? Mein Outfit wert ist. Mein Outfit, Schuhe Nike, 100 € ungefähr, Socken Outlet, Hose gethriftet und T-Shirt $30 Epcot. Dankeschön. Die Uhr?
Die Uhr sieht sehr teuer aus. Nee, die Bahn, der First Drop konnte sehr viel, war bisher der intensivste Drop hier im Park. Aber danach ist auch nicht mehr viel. Nee. Die Riolrad. Ja. In den Schulnoten? Für den Drop, also, ich gebe mal eine 4+. 4 plus ist schön. Plus ist immer gut. Ja. Nee, freue ich mich. Skull Mountain. Ist das nicht das schwedische Wort für Prost oder so? Skoll. Skoll. Ja, und wir waren jetzt Rajas Rickshaws. Nein. Ich weiß nicht, was du erzählst. Wo gehen wir hin? Jetzt kommt eine wunderschöne Bahn, nämlich Harley Quinn. Ein wunderschöner Zierer. Oh. Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße nach Deggendorf. Okay, da kommt nichts raus. Dann nehme ich den. Das ist jetzt ein bisschen überall am Hinspritzen. Okay, dann nehme ich einfach den. Achso, die Bestrafung. Was macht der? No. Okay, dann nehme ich den. Ihr habt ja gerade die Ansage bekommen, dass jetzt Harley Quinn gefahren wird. Und natürlich ist bei Six Flags Harley Quinn so eine spektakuläre Achterbahn, dass es sich dabei um eine Marienkäferachterbahn handelt. Ist ja trotzdem cool. Er schreit wieder zu laut ins Mikrofon. Ich glaube, das mit dem Übersteuert vom Super Boomerang, das ist so gewollt, weil das ist einfach so, wie man hier hört. Weil das ist ja auch bei allen Mikrofonanlagen hier. Aber one more time für die zweite Runde bei der Stationsdurchfahrt. Hinter mir befindet sich jetzt Joker S&S Freespin. Man sitzt links und rechts neben der Schiene und das zu zweit und dann 2 Reihen gegenüber und dann fährt das halt diese Murmelbahn runter und überschlägt sich dabei. Ist nicht wirklich erquickend, so eine Fahrt, meiner Meinung nach. Und auch der Meinung vieler anderer, die zum Beispiel jetzt hier mit ihren Handys stehen und das nicht fahren, weil es schon blau ist. Aber 2 tapfere Krieger müssen in die Schlacht ziehen und Joker fahren. Ich werde vielleicht dann in der Zeit mal Aufnahmen vom Super Boomerang machen. Eine Sache, die ich auf jeden Fall nochmal separat im Video erwähnen muss, weil das, glaube ich, ziemlich wichtig ist, das nochmal separat einzeln aufzulösen oder zu erklären. Obwohl das viele wissen und das eigentlich allgemein bekannt ist oder es auch klar ist, dass wir jetzt nicht böshaft sind. Bei Six Flags und bei vielen anderen Parks in der Cedar-Fair-Gruppe darf man keine On-Ride-Videos in den Parks machen. Also gibt es auch keine On-Ride-Videos in diesem Tour-Vlog. Das mache ich jetzt nicht, weil ich keinen Bock habe oder weil ich mein Zeug vergesse, sondern weil man es einfach nicht darf. Und deswegen gibt es keine On-Ride-Videos bei diesen Parks. Eieiei, das geht aber auch gerade ab hier. Während die anderen gerade Joker fahren, laufe ich ein bisschen rum und erzähle euch ein bisschen was und versuche da gerade auch ein bisschen Bewegung reinzubringen, was total dumm ist. Was in dem Zusammenhang übrigens auch vielleicht klar sein sollte, dass ihr jetzt nicht super viele Off-Rides auch habt, wie sonst in den Vlogs, die wir machen. Weil wir zusammen unterwegs sind, gemeinsam erlebt haben, euch trotzdem mit teilhaben lassen wollen, euch so einen Vlog zeigen wollen und ein bisschen mitnehmen wollen, was alles so drumherum ist, was wir so machen, wie die Bahnen sind, was so passiert. Und das ist jetzt wirklich so richtig Tour-Live und nicht, wenn wir zu zweit unterwegs sind und viel drehen und viele Sachen machen, die halt super zeitaufwendig sind, wo jetzt irgendwie 3 Leute warten müssen. Dumm, das ist einfach nicht cool. Wäre für die alle auch kein Problem, habe ich aber keinen Bock drauf, Leute extra auf mich warten zu lassen, damit wir jetzt hier großartig die Achterbahn Off-Ride filmen oder irgendwelche anderen komischen Aufnahmen machen und sind auch mit ganz kleinem Besteck bei dieser Tour unterwegs. Auch das vielleicht einmal aufgeklärt, wenn jetzt irgendeiner denkt, warum sind das nicht so viele Aufnahmen wie sonst. Wobei ich immer wieder gesagt bekomme, Off-Rides wollt ihr gar nicht sehen. Aber ihr wollt ja auch kürzere Videos. Und dann macht man das und dann ist auch wieder, wer sagt denn sowas? Es ist immer irgendwas. Jetzt bei Joker war eine relativ lange Queue. Ich bin jetzt nur eben zum Super Boomerang rüber, um den zu filmen. Und sind schon fertig. Wir stratzen direkt wieder zurück. Und dann geht es nämlich weiter mit der wilden Achterbahnfahrerei hier. Aber dass ihr das irgendwie auch mal gehört habt. Wir haben auch ein kleines Besteck dabei an Kameras. Und ja, schauen wir mal. Also Bartowski kommt mir gerade da irgendwie entgegen mit seinem Becher. Der will den wahrscheinlich gerade auffüllen. Schauen wir mal.
Ja, super ärgerlich, auf jeden Fall vor allem für die counten. Der Arrow Mine Train ist geschlossen. Und so ein Mine Train ist halt immer witzig, aber das ist natürlich auch doof. Aber die ganze Area ist natürlich dadurch noch trauriger, weil der Lokflume auch geschlossen ist, den sie frisch gestrichen haben dieses Jahr und schön Tamtam drum gemacht haben, der auch ganz hübsch aussieht. Ja. Aber sieht man auch gleich. Also Ja, sieht man gleich. jetzt kommt der Schnitt. Jetzt. Ja, das ist die eindeutige Schiene von dem T-Shirt. Next Stop Medusa für uns jetzt. B&M Flawless Coaster. Habt ihr vor 7 Jahren hier auf dem Kanal gesehen und hieß dann noch Bizarro und war lila und nicht grün und hat eine tolle Schiene auf dem T-Shirt, die nicht so aussieht. Also ich finde die B&M Schiene finde ich echt cool. Ich mag auch diese Vekoma MK 1200 Schiene, aber es ist halt nicht, das matcht halt nicht. Ich habe das aber als nicht so geil in Erinnerung. Schau mal. Ja, das können wir aber auch gern für die erste Reihe. Popmusik. Diese Bahn, ey, das ist eine Ansammlung von Quatsch. Also es ist wirklich Aneinanderreihung von Standardelementen aus dem Baukasten. Aber geil finde ich, das sieht man von hier leider nicht. Das Ding ist halt außerhalb des Parks quasi. Und Bizarro hat ja auch diese Superman-Dreiecke, wo man durchgefahren ist. Die stehen hier noch. Dann Häuserfassaden sind einfach nur braun angemalt, wie die ganzen Stützen jetzt. Und in den sehr sinnlosen Interlocking Corkscrew haben sie irgend so eine komische Walze-Rolle reingebaut, die ein bisschen vor sich hin dampft. Und ja, anstrengend zu fahren. Einfach anstrengend zu fahren, ey. Copping jetzt. Und das in der nichtssagenden Mitte. Nee, mag ich nicht. Mag ich einfach nicht. Nee. Einfach nee. War gut? Ach ja, ich find's okay. Also die Bahn war echt nicht schlecht, das wäre finde ich auch ganz cool, aber ich bin halt nicht so ein Fan von diesen Bahnen irgendwie. Jetzt geht es zu einem absoluten Highlight. Wir fahren El Toro, Intermin-Holzachterbahn mit Holzbaukordes zusammen natürlich. Und jetzt kleine Täschchen kann man hier in so einen kleinen Locker for free packen. Große Taschen wie ein Rucksack gehören da eigentlich nicht hin. Ich bin gespannt, wie er das da reinkriegt. Mit seinen Kopfhörern und allem anderen Zeug auch noch drumherum. Schauen wir mal. Und ob es jetzt wieder einen Papier ausgedruckten Barcode gibt, den man danach abgibt und man später wieder bekommt. Auch das ist spannend. Ja, aber die Locker sind übrigens hier, da haben wir eben die Preise nicht gesagt. $2 Single Locker Rental und $10 Multi-Change, was Sinn macht, wenn du mehrere Sachen fährst und größeres Zeug dabei hast. War jetzt für uns auf jeden Fall nicht nötig. Wir sind jetzt El Toro gefahren. Wir sind ein bisschen aus dem Puls, wir sind nicht nur einmal gefahren. Wir müssen die Bahn ja auf ein paar Plätzen testen. Was ein geisteskrankes Stück Achterbahn. Also, Tosco und ich haben uns erstmal in die letzte Reihe gestürzt. Das war schon ein bisschen sportlich. Wahnsinnsbahn einfach. Wie die sich da runterreißt, die Airtime, wie die sich rausreißt. In eine Taco. Caramba.
Nee, na klar. Ach so, die Seite sehe ich hier so nicht. Ah. Sehe ich. Da brauchen wir aber 2 von. Lukas und ich brauchen dann jeweils 1. Ich komme auch nicht dazu, weiter zu erzählen über El Toro. Da machen wir wahrscheinlich nochmal ein Einzelreview. Wir sind aber alle einig, dass das absurd, verrückt, geisteskrank und nicht mehr von dieser Welt ist, diese Bahn. Und also hier auch die Upstop-Wheels immer am Limit unterwegs. Und auch wenn Upstop-Wheels kleiner sind als die Siedaufräder, die können die gleichen Kräfte ab. Müssen sie ja auch. Aber die schreien auch echt um ihr Leben hier, weil das, Heidewitzka, ey. Ja, crazy Achterbahn. El Toro wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Und auf allen Plätzen auch gut. Krass, richtig krass. Eine Bahn haben wir noch. Superman Ultimate Flight und damit auch ein Verweis auf den Six Flags Great America Rock zum 2. Mal jetzt in diesem Video. Wir hatten ja die wilde Maus eben, Dark Knight und Superman Ultimate Flight exakt so stand da auch. Sind wir auch schon in Over Georgia gefahren und ich weiß nicht, wo noch mit dem gleichen Layout. B&M Flying Coaster. Da scheiden sich die Geister. Es gibt Leute, die mögen das, es gibt viele Leute, die mögen das nicht. Vor allem nicht den Pretzel-Loop. Muss man wissen. Was alle, glaube ich, auf dieser Welt nicht mögen, ist diese Betonplatte, über die wir gerade laufen. Aber hier stand bis vor kurzem noch King Dakar, die höchste Achterbahn der Welt. Und zweitschnellste oder irgendwie so, drittschnellste. Wurde der gesprengt, hatten wir auch in zig Videos schon. Da kommt was Neues, es wird crazy. Und jetzt müssen wir erstmal durch den Eingang kommen, weil da wieder geturnt wird. Ja, hier war mal eine Achterbahn. Und da war noch eine Achterbahn. Superman. Ich mag das einfach nicht, diese Gedrücke, Alter. Ja. Aber jetzt, der war heute besonders intensiv, der Pretzel-Loop. Ja, ist ein bisschen witzlos, finde ich. Hallo. Wir sind jetzt Superman Ultimate Flight gefahren. Die letzte Bahn für diesen Park. Wer hätte das gedacht? Unglaublich. Gott. Komische Kinder, die hier komisch Stress machen. Ein B&M Flying Coaster. Und Moritz hatte irgendwie Angst, weil dem wohl im Pretzel Loop immer die Zähne danach wehtun. War jetzt auch wieder so. Und deswegen hat er jetzt gesagt, es war sein letzter. Ja, ist gefahren wie jeder andere. Ich brauche die Dinger ja sowieso nicht, aber es ist jetzt auch nicht schlimm. Ja, also wir sind jetzt durch mit dem Park und gehen jetzt auf jeden Fall noch in den Shop. Gucken, ob ihr davon noch was seht. Und dann wollten wir uns auf den nächsten Stopp für diesen Tag machen, weil es ist nämlich noch ziemlich früh. Wir haben gerade mal kurz nach 2, sind super durchgekommen heute und ich glaube, das längste war tatsächlich bei Joker, 20 Minuten, als wir angestanden haben oder die anderen. Ja, und wir melden uns gleich nochmal. Da ist die Bahn. Da fliegt sie. Kiggins. Let's go. Wegen diesen Strichen da drunter, ne? Das Nitro-Shirt ist ja geil.
sagen, 40 $. Ja, aber Nitro hat ja auch eindeutig eine Rekordmaschine, ne? Echt? Wo? Oh, Leute. Also langsam. Wie viele Parks meint ihr sind es denn? 41. Das ist korrekt. Was ist denn hier los? Ja, 40 plus Parks Goldpass, wir machen ein Foto, wir sind dabei. Aber 40 plus, wie viele sind es denn insgesamt? Ja, es sind nicht 40, es sind 41 Freizeitpark- und Wasserparks, wo Sie mit dem Goldpass gratis reinkommen bis 3. Januar 2027. Eine Hexenzunge. Das finde ich jetzt schon fies, ne, Leute? Aber wir haben hier auch einen Wurm. Einen Gummiwurm. Das ist auch was für alleinstehende Frauen oder so. Aber warum ist das denn in so einem Sack? Und hier in Gummi in scharf. Igitt. Ohne Vico-Maschine kann die USA nicht existieren. Ah, ich sehe dich da drin. Ja, brave. God praise America. God bless America. Everything, Ja, Gott beatme Amerika. Sehr gut. Oh, das klingt nach unserem Auto, aber ich sehe ihn nicht. Ah, jetzt sehe ich ihn auch. Ich bin verwirrt, ich höre 2. Ja, jetzt weißt du auch, wohin laufen muss. Haben wir daneben den ausgelöst? Was ist daneben ausgelöst? Guck mal bitte. Wir sind jetzt, was sind wir gefahren? Keine 20 Minuten und sind jetzt beim iPlay America, den Park, beziehungsweise das ist ein FEC, ein Family Entertainment Center, haben wir schon mal besucht 2018 und hier steht eine Achterbahn, der Freedom Rider, SBF Visa Compact Spinning Coaster. Sind wir beide schon gefahren 2018, aber 3 Leute auf dieser Tour sind das Ding noch nicht gefahren. 12 Credits, ein Credit sind 50 Cent, aber da steht jetzt 12 Credits dran, aber wir haben 36 Credits geholt, 12, 24, 36. Ja, und $18, ist das richtig? Ja. Parken bei Six Flags übrigens gerade waren $30, $35, nee. 20? Oh, ich hab's gefilmt, das habt ihr dann gesehen, wie es nicht war. Parkeintritt kriege ich gar nicht auf zusammen, was hat der Parkeintritt, würde der so kosten, weil wir waren jetzt alle im Season Pass drin. Das steht halt auch nirgendwo mehr, weil es ja alles immer noch Dynamic Pricing ist. Ich würde es halt gerne über euch in den Videos sagen, was der Eintritt in so einem Park kostet, aber ohne ein Ticket zu kaufen, keine Ahnung, ey. Also, Jahreskarte, wenn ihr so einen Trip macht, lohnt sich auf jeden Fall und vor allem sind ihr ständig, also die Jungs haben jetzt richtig einen Deal gemacht, die geht bis 27, gilt die noch und hat gar nichts gekostet und sitzen auch schon drin. Also es hat jetzt an der Kasse länger gedauert, weil da alles gemacht werden musste. Ich finde übrigens, dass das Ding hier richtig cool gestaltet ist, wie so eine alte Werkstatt. Das gefällt mir sehr gut. Das ist immer das Witzige, die Dinger fahren halt ewig lang im Kreis, ey. Aber es ist echt schön gemacht hier. Es gibt so ein digitales Topgolf hier, die Swing Suite, glaube ich, heißt das. Dann gibt es auch ein paar Flatrides, keine Riesenräder, also ein Family Entertainment Center natürlich überwiegend für Familien mit Kindern logischerweise, weil Family. Und da stehen halt überall diese SBF Visa Compact Spinning Coaster und dann kannst du halt auf jeden Fall nochmal ein paar Sidecounts sammeln, wenn du unterwegs bist. Oder Riesenrad fahren, wenn du Bock hast.
Möchtest du was erzählen? Nee. Wir sind in Keensbrook Theme Park angekommen. Das ist ein Park, der an der Küste ist direkt. So ein, ja, bei uns würde man Luna Park sagen. Also die Stromkabel hier oben drüber quer, das macht mich alles fertig. Oh, was gibt's hier nicht mehr? Und auch hier waren wir bereits vor 7 Jahren. Sind hier aber nichts gefahren, weil die Kinderachterbahn, die fuhr, durften wir nicht fahren, weil es ja nur für Kinder ist. Und die Großachterbahn, also großen Antrieb, der Looper, fuhr nicht, weil kaputt. Und irgendeine Geisterbahn haben sie wohl, die war verriegelt und verrammelt. Wir müssen auf jeden Fall auschecken. Damals gab es ein Fahrgeschäft, das hatte keine Bodenplatte, ist über den Asphalt einfach gefahren und hat da schon eine Fursche reingefressen. Ich möchte sehen, ob es das noch gibt. Die Fursche müsste ja noch da sein. Die werden ja nicht den Asphalt da glatt gezogen haben. Achso, das ist die Kinderachterbahn. Das ist Kette, oder? Nee, die fährt auf jeden Fall nicht mehr, die Kinderachterbahn. Oh. Also jetzt gerade auf jeden Fall nicht mehr. Da fehlt die Kette. Ja, aber da ist doch dieser Rücklauf irgendwie. Wir haben gerade festgestellt, die Kette ist doch noch da, aber das sieht so falsch aus von hier. Das sieht aus, als ob die da drüber laufen müsste und nicht da wäre. Aber sonst ist auch keiner hier. Keine Chance. Was war das denn? Ja. Also, seid ihr so ein Schwarzkopf-Looping? Ja, aber nicht so schlimm. Ja, das ist kein Schwarzkopf-Looping-Star. Nee, auch kein Penfari, Alter, oder? Also es war schon wieder eine Nahtoderfahrung. Ey, vor allem im Looping, wie nah ihr gekommen seid. Ja? Ja, weil der ist so zusammengegangen. Ich hab fast den beiden eine Kopfnuss gegeben. Das ist Aber ich glaube, es ist jetzt, wenn ich jetzt hier so gucke und hier drauf drücke, blau. Ist blau. Und der Caesar, den dürfen wir leider nicht. Wir müssen ein kleines Kind dabei haben, weil das ist nämlich dann was ganz anderes. Diese Bahn ist doch irgendwie 30 Mal irgendwo runtergefallen. Ey, das war wirklich schlimm. Wirklich. Wir sind jetzt erst in Schweden so einen nochmal gefahren. Der fuhr sich okay. Aber das war ja jetzt ja richtig ehrenlos. 6 Euro oder was war das jetzt? Ja, 6 Dollar? nee, So, was kostet das jetzt? also wenn du die Tickets einzeln $4,80. Wie bitte? $4,80. 4,80 $. mit dem Angebotspreis, Mit dem Angebotspreis ne? $4,80. Okay, wir haben irgendwie mehr Tickets gekauft, als wir brauchen, deswegen haben wir weniger bezahlt. Logisch. Schön. Ja, also kann ich euch wieder mal keinen Preis nennen, der normal ist. Weil man kauft irgendwie Einzeltickets und dann kann man das Teil fahren. Die Mitarbeiter haben hier alle Coca-Cola-T-Shirts an, das ist so, daran sind die zu erkennen. Oder für die Operator. Eieiei, das war jetzt aber wirklich ein Ritt, ey. Und die Kinderachterbahn dürfen wir nicht fahren, also sind wir jetzt auch vor kurzem erst sogar in den USA genau gleich gefahren. Wir haben mehrfach nachgefragt, vor allem Moritz hat mehrfach nachgefragt, dürfen wir nicht, außer wir würden ein Kind begleiten, dann dürfte man das fahren, weil das ist nur für Kinder, außer man begleitet Kinder, dann geht das auch wieder. Also New York jetzt, da ich bin hier gerade am Strand und da ist New York. So falsch. Es muss eine Tapete sein, ich werfe da rein. Also, da die Achterbahn, hier das Meer, da hinten New York City, können wir noch mal von hier aus schön sehen. Ja, irgendwie das Spookhaus finden wir nicht, gibt es auch irgendwie wohl nicht mehr. Ich habe das halt irgendwo nur im Hinterkopf, dass hier mal eine crazy Geisterbahn war. Und jetzt haben wir noch ein paar Tickets über, das bringt uns aber nicht weiter, weil das Ding fährt keiner noch mal freiwillig. Chillen aber Leute hier am Strand. Also nicht im Wasser, aber es ist ja auch, wenn es so ein bisschen windig und kühl, ich mag das ja. Es ist ja super gemütlich, wenn du dich dementsprechend einpackst. Was ich gar nicht groß muss, weil so kalt ist es nicht. Wenn du jetzt nicht nass bist. Ja, okay, wenn ich jetzt hier sitzen würde, würde ich mir vielleicht einen Hoodie überziehen oder ein Jersey. Finde ich übrigens bei ridereview-shop.de, um mich damit einzudecken.
In Jersey jetzt nicht. Warum sind meine Schuhe jetzt vorne so dreckig? Ja, die sind so dunkel. Ja. Es ist trockener Sand, der sehr gelb ist. Nun gut. Hier hat das schon länger nicht mehr geschneit. Wir sind gute Dreiviertelstunde, knappe Stunde. Wie heißt das hier eigentlich? Jenkins irgendwas, Pier Park oder so hat Lukas eben gesagt. Ah, Jenkinsons Boardwalk. Gerne. Jean Canson. Ja, ist wieder ein Boardwalk wie das, was wir gerade gemacht haben, nur in belebt und in offensichtlich augenscheinlich hübscher. Es leuchtet, es fährt. Mal gucken, was wir davon fahren können dürfen. Es sind 2 Achterbahnen hier. Aber erstmal muss das Parken wieder bezahlt werden. Ja, Jenkins Boardwalk. Jenkinsons Boardwalk, Full Count. Erst den SBF Visa Spinning Coaster gefahren, so wie er jetzt auch auf der Reise in Deutschland seit kurzem ist, seit wenigen Wochen. Ja, Wochen kommen glaube ich noch hin, schon ein bisschen, nicht nur Tage. Ja, war nicht so schlimm wie der in Texas, aber auch jetzt nicht herausragend. Und dann jetzt hier den kleinen High auch noch gefahren, auch SBF Visa, die übrigens hier auch einen Mini-Breakdance stehen haben. Haben wir jetzt erst in Frieden drüber gesprochen, dass wir schon lange keinen mehr gesehen haben und irgendwie das, ja, da steht noch einer. Ja, war auf jeden Fall kein günstiges Vergnügen. $7 der Spinning Coaster, $6 der High pro Person. Die haben hier auch noch eine Berg- und Talbahn, Scheibenwischer, der gerade oben rumsteht, Frisbee, Wellenflieger, viele Kinderkarussells. Echt schön hier, echt cool. Es gibt natürlich auch bei den Credits, also man lädt hier Credits auf eine Karte, gibt es auch die verschiedensten Angebote, Pakete, wo du dann
also ein Credit ist 1 Euro und dann gibt es so Deals, wo du dann für $100, $1 und dann kriegst du für $100 kriegst du dann 150 Credits oder sowas. Als Beispiel. Brauchten wir nicht, hat nicht gepasst und jetzt machen wir es auch wieder und $2,50 haben wir, glaube ich, jetzt gerade fürs Parken bezahlt. Das geht ja auch komplett klar. So, jetzt müssen wir wieder hier runter und dann fahren wir noch mal weiter. Wir haben noch ein Pier. Einer geht noch, einen haben wir noch, den wir auch schon mal gezeigt haben. Aber da gibt es jetzt auch für uns die Hälfte an. Also da gibt es 4 Achterbahnen und 2 davon brauchen wir, glaube ich, noch. Müsste ich jetzt im Auto mal nachschlagen. Wir sind 50 Minuten oder was gefahren und sind jetzt beim Casino Pier. Und ja, hier waren wir vor 7 Jahren auch schon. Gerade noch mal im Auto nachgeguckt. Mir fehlt hier eine von den 4 Bahnen. Und ja, da gucken wir jetzt erstmal noch mal, wo wir lang müssen, was auffahrt, was fährt, was für Tickets wir brauchen. Und dann reden wir mal darüber, was hier unter anderem steht, weil das hier gibt es noch mal zum Schluss eine richtige Achterbahn. Ach Gott, das steht alles wieder auf einem Haufen. Ja, das sind 3 Achterbahnen und die andere ist die große da vorne. Okay, das ist echt gerade sehr wild. Der Xolo Loco ist der neue Coaster hier von SBF Visa mit den 2 Hamsterradgondeln, der Spinning Coaster. Der ist neu für mich und den haben sie einfach mal um die andere Achterbahn drumherum gebaut, die hier vorher schon stand, und vor die andere gesetzt, die hier schon stand. Das ist wild. Hallo. Hallo. War der Compact Spinning Coaster. Bei mir normal und bei euch? Wir haben uns überschlagen, mehr als 2-mal und auf den Kopf durch die ganze Station gefahren. Und eine Notabschaltung. Ich habe keine Ahnung, ob wir das waren oder ob das einfach nur die Reibräder waren. Ja, das weiß ich auch nicht. Die waren auf jeden Fall heillos überfordert. Ihr konntet das wahrscheinlich nicht sehen, aber die waren komplett überfordert, die 2. Okay, drücke ich hier. Nee, drücke ich hier.
Ja. Und das war für dich auch das erste Mal? Ja. Und? Ja, hat man mal gemacht, ne? Aber SPF Qualität hat einen Namen. SPF, Qualität. Das S in SPF steht für Qualität. Ja. Schön. Und jetzt, was machen wir jetzt? Wie heißt das hier überhaupt? Speedy Gonzales. Speedy Gonzales, die schnellste Maus. Habe ich gesagt, von LNT Systems. Ja, Ne? aber sieht aus wie Zamperla. Ja. America. Ist das was Amerikanisches? LNT? Ja. Keine Ahnung, bestimmt. Unser Bro fragen. Hallo. Ich habe keine Ahnung, was die Verrückten erzählt haben. Kurz euch nochmal abgeholt dann. Wir sind 2 Runden gefahren, dann hat das Ding eine Störung gehabt, wir sind stehen geblieben. Moritz ist mit dem Gesicht nach unten in der Hamsterradgondel und Luke ist dementsprechend nach oben stehen geblieben. Dann war ein bisschen panisches Gefummel und dann haben sie es nochmal so ein Stück zurück und dann sind wir nochmal gefahren. Dann haben die sich einmal gedreht, sind Kopf über die halbe Strecke, Kopf überstehen geblieben und weiter gefahren. Und dann kamen auch schon 2 von der Maintenance, aber dann lief das Ganze auch schon wieder. Berg- und Talbahn wieder hier gegenüber. XO locker hier 8 Credits. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, was der Gegenwert von dem Credit war. Und jetzt stehen sie hier bei dem Coaster an von LNT Systems, um sich den noch zu holen. Und danach geht es wahrscheinlich zu Pirates Hideaway, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall noch eine coole Bahn, die von außen aussieht wie eine Mischung, also wie so eine Piratengeisterbahn, aber es ist eine Achterbahn und dann geht es innen drin noch ein bisschen weiter. Circles, a never-ending road. Emotion sick to my stomach from losing the one I love. My regrets they still echo as my head. So eine Kuhle und dann ist hier unten der Bügel ganz weit unten. Weißt du meine Karte rausgelegt? Pirates Hideaway jetzt gerade gefahren. Ich bin auch noch mitgefahren, weil das wurde ein Credit Bundle gekauft, wo für $100 120 Credits drin waren und 113 Credits werden gebraucht. Und ein Credit, $1. Das sind die, glaube ich, noch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich habe das ja gerade schon mal erklärt gehabt oder gesagt gehabt, so dass von außen aussieht wie so eine Piratengeisterbahn und du fährst halt so einen Spirallift nach oben, wie ihr es von der Volare kennt, wo so ein Mitnehmer kommt, aber er komm mit. Und dann gibt es so einen Drop wie bei einer Geisterbahn, dann eine Kurve, nochmal den gleichen Drop quasi und dann geht es ins Innere. Und das habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Beim letzten Mal war es nämlich schon komplett dunkel, als wir hier waren. Und jetzt sieht man es da drin. Ja, es ist nichts da drin, außer so unglaublich alter, hardcore verrosteter Hexenball. Finde ich immer noch einen richtig geilen Lichteffekt. Habe ich nie einen gehabt, finde ich trotzdem total geil irgendwie. Und eingetütet noch diese ganzen Lampenkästen für die Fahrgeschäfte, waren da noch ein paar, eine Sackkarre, das war's auch. Sonst was leer und sauber und aufgeräumt eigentlich, ne? Also dafür. Aber es ist ja gar nichts da drin, außer so eine Wellblechhalle. Ruppige Kurven, ruppige Richtungswechsel, eine Bremse, eine Blockbremse, wo
Uschi und Moritz draußen gehört haben, an welcher Stelle wir gerade in der Bahn sind. Aber was bitte war jetzt am Ende? Auffahrunfall und Bügelspringen auf. Was haben wir jetzt? Da sind sie. Jawohl. That one love I can't let go. She's the only one who meant something. Yeah, I got a fever, and it's killing me. Constant overthinking about why she left me. So, ja, jetzt gerade noch schnell gefilmt. Wie heißt der nochmal? Hydras. Und das ist ein Gerstlauer Eurofighter, der hier steht, den wir auch schon gefahren sind, der jetzt nicht mehr so schön beleuchtet ist wie vor einiger Zeit. Damals war noch mit diesem Lauflicht, was komplett die Strecke mitgefahren ist. Und da war der auch noch nicht so abgerockt und verrostet wie jetzt. Also die letzten 7 Jahre haben dem auf jeden Fall nicht so gut getan. Standard-Layout, aber ja, ich glaube, der hat Lap-Bars, ne? Und keine Schulterbügel, wenn ich mich richtig entsinne. Und die Jungs sind gerade gefahren, der kostet zum Beispiel 11 Credits. Und dann gehen wir jetzt mal gucken, wo die sind. Ja, der hat Lap-Bars. Ja. Dann fragen wir mal, wie es war, weil wir jetzt gerade nicht gefahren sind. Und dann könnt ihr in das Video von vor 7 Jahren reingucken oder besser auch nicht. Und euch das angucken, was wir da gesagt haben. Wo geht's denn hier raus? Ja, aber die Girls sind ja auch nirgendwo rausgekommen, die vor denen gefahren sind. Und das ist ja hier nochmal separat eingezäunt auf dem Pier. Casino Pier ist zwar hier alles Pier, da ist das Meer, da kommen sie gerade raus. Hey Ryder, so was your ride? Gut, echt gut. Das macht Spaß. Schön weich. Die Bügel sind geil. Geiles Setting. Schiene toll gebogen. Ich weiß nicht, warum man überhaupt mal die anderen Bügel verkauft. Das ist ja toll. Macht ja Spaß. Okay, habt ihr gehört? Kommt dann hier hin. The steps that I was walking. Yes. I'm walking. No, ja. Ja, ich die muss GEMA erst hört mal mit. gucken. Die GEMA hört mit. Ich bin heute 20. Ich muss dazu sagen, ich habe immer ein bisschen mehr Schritte als alle anderen, weil ich so laufe und so kurze Beine habe. 20.604 Schritte, 14,44 Kilometer und 17 Treppensteigen. Was war deine Highlightbahn heute? Meine Highlightbahn heute. Also ich muss sagen, so eine richtige Highlightbahn, also war für mich El Toro. Ah. Und dann gibt es noch die. Und dann gab es noch die. Oh, geh mir nicht auf den Sack. Und dann gab es noch die Witz-Highlight-Bahn und das war für mich tatsächlich diese Pirates Hideaway-Bahn, weil das war einfach witzig und das war ein bisschen so auch immer so dieser Moment zwischen Nahtoderfahrung und Spaß und das habe ich heute zusammen mit Bartowski erleben dürfen. Das war schön. Alleine auch, das sind so dumme Sachen, bei denen man nichts erwartet. Und dann stehst du da im Ausgang, wartest auf die anderen, hörst einen Schrei aus dieser Halle kommen und das ist einfach die Zeit deines Lebens. Ja.
Also meine Highlightbahn war, weil es so überraschend gut war und ich so schlechte Erinnerungen hatte, Nitro. Vor allem, weil Bartowski und ich in der Business Class saßen und Party wirklich den Partypopper gezündet hatte hinter uns. Aber natürlich El Toro irgendwie unangefochtene beste Bahn des Tages. Flash hat mich positiv überrascht und Witz-Highlight war auch Pirates Hideaway. Auf jeden Fall. Ja, aus dem Mund gesprochen. Aus dem Mund gesprochen. Erstmal was aufgefroren. Nee, war schon stark. Hat schon Spaß gemacht. Also da hätte ich auch noch 3-4 Mal fahren können. War auch gar keine Schlange, das war auch sehr geil. Ja, das war cool, ja. Das ist echt so. War schon eine geile Bahn. Und ansonsten, ich fand tatsächlich den Eurofighter gerade vom Setting her auch noch geil. Direkt am Meer. Also El Toro, definitiv die beste Bahn. Der Eurofighter, ich fand es halt krass, wie man wird ja trotzdem noch recht gut von links nach rechts bewegt während der Fahrt, aber durch die, wie sagt man, Leppers ist das ja alles gar kein Problem, er macht ganz entspannt Spaß. Ich fand generell, also Great Adventure hat einen super Eindruck hinterlassen. Also von den Operations her, aber auch wie das Ganze, der Park einfach in Schuss gehalten wurde, war gut. Und ansonsten war da, glaube ich, so wirklich nur eine oder zwei Bahnen dabei, wenn ich sagen würde, gut, ich muss jetzt nicht nochmal fahren. Und der Rest war echt okay bis sehr gut. Das war schon krass heute. Flash. Reicht. Flash können wir bei uns auch bauen. Finde ich super. Bestellen wir. Für den Moviepark. Dann gehst du auch wieder im Moviepark. Dann gehe ich ja wieder im Moviepark. Du hast ja auch so einen eigentlich noch Platz auf dem Feld da bei dir. Ach ja, da könnten wir das doch mitmachen. So eine Roadside-Track. Ist doch alles dein Grundstück. A2-Coaster. Der A2-Coaster. Nee, Powered by Heizöl 24 oder was das da ist. Rote Heizöl. Ich hätte halt jetzt den Vlog kurz beendet. Und ich hätte gesagt, weil ich nämlich jetzt quasi im Bild bin, dass ich heute 6 neue Achterbahnen gefahren bin, die ich noch nicht vorher gefahren bin. Und jetzt bist du dran. Ah ja, logisch. Ich bin heute 8 neue Achterbahnen gefahren. Schönen guten Tag, hallo. Ich habe heute 11 neue Counts. Ich bin Moritz und ich bin heute 20 neue Achterbahnen gefahren. Ich bin auch Moritz und ich bin auch 20 Achterbahnen gefahren. Stimmt. Mich hätte es gefreut, wenn 21 dabei gewesen wären, aber eine gibt's ja nicht mehr. Eine ist ja weg jetzt. Ich glaube, damit machen wir jetzt Schluss. 21 Achterbahnen wären zu fahren gewesen. Einer war zu, der Rest hat geklappt. Ansonsten hatten wir Spaß. Wir haben jetzt auch 9:30. Also es ist jetzt auch nicht, dass wir nichts gemacht hätten. Es ist schon spät. 10:45 sogar schon. Leute, in diesem Sinne sehen wir uns morgen wieder. Und dann machen wir noch mehr Quatsch erstmal. Und dann wird es eigentlich noch dümmer.